Malen bis der Notarzt kommt. Tutorial Teil 5. Komposition. Perspektive. Wie baue ich ein Bild auf, damit es interessant wirkt? Eine schwierige Frage. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ich versuche zuerst einmal folgenden Ansatz und gehe von einer realistischen Malweise aus. Wenn ich eine Landschaft malen will, so kann ich eine Perspektive konstruieren oder sie zum Beispiel aus einer Fotografie ableiten. Objekte in der Ferne sind kleiner als die in der Nähe. Zeichne ich die Größen der Objekte in einen Rahmen, so passt alles in ein Dreieck. Eine Architekturansicht, Haus von einer Kante aus betrachtet, ergibt zwei Dreiecke. Bei einer Stadtansicht ergeben sich manchmal mehrere Dreiecke, deren Spitzen zusammenlaufen. Das nennt man Zentralperspektive. Zeichne ich mehrere Menschen in verschiedenen Abständen, so muss ich darauf achten, dass der Horizont bei allen Personen ungefähr auf Augenhöhe ist. Betrachte ich die Farben in einer Landschaft, zum Beispiel Berge, so erkenne ich, dass die weiter entfernten Berge farblich zarter sind als die in der Nähe und ein bisschen bläulich. Zwischen dem weit entfernten Objekt und dem Betrachter befindet sich viel Luft. Man spricht dann von Luftperspektive. Bildkomposition. Eine bekannte Methode, die Bildfläche interessant aufzuteilen, ist der goldene Schnitt. Sehr vereinfacht teilt man die Bildfläche vertikal und horizontal in 3 Teile. So ergeben sich 4 Schnittpunkte, welche die Stellen des größten Interesses darstellen, das heißt, auf diese Punkte wird das Augenmerk des Betrachters unwillkürlich gezogen. Schauen wir uns Bilder alter Meister an, so erkennen wir, dass vom goldenen Schnitt häufig Gebrauch gemacht wurde. Der goldene Schnitt wird auch heute noch gerne genutzt. Allerdings muss nicht jedes Bild nach dieser Gestaltungsmethode aufgebaut werden. Das wäre dann auch langweilig. Manchmal ergeben andere Standpunkte ganz interessante Assoziationen. Selbstverständlich scheue ich mich nicht, Fotografien als Vorlage für ein Bild zu verwenden. Warum sollte man diese Technik nicht nutzen? Vorzeichnung. Für manche Bilder habe ich einen Entwurf gezeichnet. Eine schnelle Zeichnung mit Bleistift oder Kugelschreiber, welche mir die Komposition vor dem Beginn des Bildmalens bereits zeigt. Hier ein komplexes Bild aus 12 Leinwänden, welche zusammen aufgehängt ein Gesamtbild ergeben. Bei detaillierten realistischen Motiven empfiehlt es sich, eine Zeichnung anzufertigen. Man kann dies mit dünnen Linien tun, zum Beispiel mit Kohle, Bleistift, Acryl oder vielen anderen dünnen Stiften bzw. Pinseln. Darüber hinaus kann man auch bereits Schattierungen anlegen, wenn man möchte. Ich verwende am liebsten einen dünnen Bleistift. Da Bleistift, oder noch mehr, Kohle, beim Übermalen gerne die Farbe verschmutzt, fixiere ich die Zeichnung vor dem Weitermalen. Bei Pastellbildern benutze ich Pastellstifte für die dünne Vorzeichnung. Eine Besonderheit ist das Zeichnen bzw. schon Malen des gesamten Bildes in Schwarz-Weiß. Früher haben Ölmaler diese Technik der Chrysalie benutzt, um auf das fertiggestellte Schwarz-Weiß-Bild in dünnen Lasuren die Farben aufzutragen. Die Schattierung war somit bereits mit der Chrysalie angelegt. Abstraktion. Ich bin kein Kunstkenner und kann Stilrichtungen schlecht einordnen. Und da muss ich zugeben, dass ich früher abstrakte Malerei immer als Schmiererei angesehen habe. Denn ein Ansatz ist, einen Beutel Farbe auf die Leinwand zu werfen und darauf zu warten, was der Bauch dazu sagt und wie sich daraus ein Bild entwickelt. Nicht mein Ding. Aber ich habe gelernt, dass es gar nicht so einfach ist, ein Objekt zu abstrahieren.
Dabei schließt sich an das Anschauen des Motivs eine Denkarbeit an, wie man das Wesentliche erfassen und das Bild auf seinen wichtigsten Inhalt reduzieren kann. Das habe ich mal mit einem Blumenbeet ausprobiert. Vorlagen kopieren. Ein heikles Thema. Das Copyright verbietet es, ein Bild zu kopieren bzw. abzumalen. Das ist in meinem Land nur erlaubt, wenn der Maler bereits sehr viele Jahre tot ist und die rechtlichen Ansprüche seiner Erben ebenfalls nicht mehr gelten. Bei alten Meistern, zum Beispiel aus dem 17. Jahrhundert wie Georges de la Tour, habe ich da kein Problem mehr. Ich halte solch eine Reproduktion für sehr lehrreich, weil man hierbei viel über die Komposition und Technik lernen kann, zum Beispiel Motivwahl, Bildkomposition und Lichtkontraste. Auch eine Fotografie oder ein Image aus dem Internet unterliegt dem Copyright und man darf sie nicht einfach abmalen. Da man das Rad ja nicht immer wieder neu erfindet, kann es durchaus passieren, dass man sich vom geistigen Gut eines Künstlers inspirieren ließ. Wie schon gesagt, ist es legitim, eigene Fotografien als Vorlagen zu verwenden. Man sollte bedenken, dass manche Objektive die Wirklichkeit nicht richtig darstellen. Extremes Beispiel: ein Fischaugenobjektiv macht alle Geraden rund. Blockaden abbauen. Ist dir das auch schon passiert? Manchmal gibt es Phasen, da fällt mir überhaupt nichts ein, was ich malen könnte. Oder ich finde nicht den richtigen Anfang. Dann male ich ganz kleine Motive. Wenn ich sehe, dass es klappt, bekomme ich neuen Mut, etwas Anspruchsvolleres zu malen. Ideen finden. Wenn mich ein Motiv oder ein Thema zum Malen interessiert, so schreibe ich mir den Gedanken auf. Später kann ich mir meine Aufschriebe dann nochmal anschauen und manches davon umsetzen. Oft passiert es, dass ich eine kleine Serie zu einem Thema male, zum Beispiel Rennwagen in Aktion oder 2 Bilder zum Thema schnelle Hilfe. Wenn ich keine Idee für ein Bild habe, erinnere ich mich an meinen früheren technischen Beruf in der IT und wie man zu neuen Ideen kommen kann. Dafür gibt es spezielle Kreativitätstechniken wie das Brainstorming, den morphologischen Kasten etc. Viele dieser Techniken sind nur in einer Gruppe anwendbar. Mehrere Personen haben spontane Einfälle und versuchen, diese möglichst unzensiert auszuspinnen. Hinterher fasst man die gewonnenen Ideen zusammen und, wenn man Glück hat, erarbeitet daraus ein brauchbares Ergebnis. Für die Malerei hätte ich den Vorschlag, dass man sich zu einem Thema ein paar unstrukturierte Gedanken macht und hinterher vielleicht eine tolle Idee gewinnt. Beispielsthema Tiere, dann Vierbeiner, Vögel, dann Fliegen, Schwimmen, dann Aquarell, Acryl etc. So kann man darauf kommen, fliegende Schwäne zu malen, oder einen Uhu. Bestimmt fallen dir ganz viele neue Ideen ein. Viel Spaß dabei! Mein Vorschlag. Dies war der letzte Beitrag in meinem Tutorial. Wahrscheinlich deswegen habe ich in diesem Kapitel über einiges mehr als nur Komposition berichtet. Vielleicht hilft dir die eine oder andere Anregung bei deiner Malerei. Und, das Wichtigste überhaupt ist, dass du Freude am Malen hast. Dafür wünsche ich dir alles Gute. Vielen Dank für dein Interesse an diesem Tutorial.